Willkommen zurück zu einer weiteren SFS-Update-Übersicht. Heute schauen wir uns die Beta 1.6 an. Die gibt es schon seit Weihnachten etwa. Diese Beta ist nur verfügbar für Android, für Steam, aber leider nicht für iOS. Auf iOS dauert es immer so 2 bis 3 Tage, bis ein neues Update rauskommt. Dementsprechend ist es da stark verzögert und dann lohnt es sich nicht, eine Beta zu machen, wo praktisch jeden Tag eine neue Version rauskommt. Jedenfalls ist es unglaublich wichtig, vorher ein Backup zu machen. Das werde ich euch zeigen, sowohl auf Android als auch auf Windows. Auf Android zumindest ist es so. Wenn man die Beta verlässt, wird das Spiel einmal deinstalliert und dann neu installiert. Dabei gehen dann sämtliche Dateien verloren und dafür benötigt ihr einen Dateimanager. Ich habe hier gerade Z-Archiver, das sollte an sich auf älteren Android-Versionen funktionieren. Es gibt aber auch Files, das sollte auf Android-Version bis inklusive Android 14 funktionieren. Falls ihr auf neueren Android-Versionen seid, kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wir sind hier in Z-Archiver und wir sind gerade im internen Speicher. Geht auf Android und dann seht ihr hier meistens 2, aber hier in dem Fall 3 Ordner. Es gibt Data, Media, OBB. In der 1.6 werden die ganzen Dateien hier in Media abgespeichert. Dieser Ordner ist frei zugänglich für alle Android-Versionen. Data wird immer weiter eingeschränkt, vor allem Android 15 und 16, da hat man gar keinen Zugriff mehr darauf. Wir müssen jetzt aber in diesen Ordner rein, denn da sind die ganzen Daten gespeichert. Wir gehen ganz nach unten und gehen dann hier auf SFS und auf Files. Das hier nenne ich den Hauptordner von SFS, der wird sich ja dann in der 1.6 verändern. Das werden wir uns dann aber auch anschauen, wenn die 1.6 tatsächlich rauskommt. Wählt hier auf jeden Fall Saving aus, das ist unglaublich notwendig, denn da drin sind die ganzen Welten und die Baupläne. Falls ihr eigene Übersetzung habt, wählt ihr auch noch Custom Translations aus und wenn ihr eigene Sonnensysteme habt, dann wählt Custom Solar Systems aus. Die 3 Ordner kopieren wir jetzt und dann suchen wir uns einen Ordner, wo wir das abspeichern können. Ich gehe jetzt hier einfach auf Download und erstelle einen neuen Ordner. Ich nenne den Ordner einfach mal Backup und dann öffnen wir den Ordner und fügen die ganzen Sachen hier ein. Jetzt haben wir ein Backup und jetzt können wir uns die Beta holen und dazu gehen wir zu dem Google Play Store. Hier sind wir auf der Seite von Spaceflight Simulator, solltet ihr an sich alle hinkriegen. Und wenn wir hier ein bisschen nach unten gehen, dann seht ihr für Beta-Programm anmelden. Probiere neue Funktionen aus, bevor sie veröffentlicht werden und gebt dem Entwickler Feedback. Gewisse Daten über die Nutzung der App werden erfasst und mit dem Entwickler geteilt, damit die App verbessert werden kann. Wir wollen natürlich, dass die App verbessert wird, also nehmen wir einfach mal daran teil. Manchmal wird diese Benachrichtigung weiter unten angezeigt, ich bin mir nicht genau sicher warum. Die sind an sich zeitlich begrenzt, das läuft jetzt hier schon über einen Monat, also das ist an sich kein Problem gewesen, aber möglicherweise in ferner Zukunft wird das hier einfach nicht mehr angezeigt. Das wird jetzt hier irgendwie 5 Minuten dauern, manchmal ein bisschen länger, ihr müsst einfach mal Geduld haben. Das heißt, wenn ihr das auf der Android-Version spielen wollt, empfehle ich euch, pausiert das Video, macht jetzt ein Backup, holt euch die Beta-Version und dann schaut das Video weiter. Wenn das Video fertig ist, dann seid ihr auf jeden Fall im Beta-Programm. Damit gehen wir zu Steam, zumindest der Windows-Variante. Ich habe leider keinen Zugang zu einem Mac, daher zeige ich es euch leider nur auf Windows. Wir sind hier gerade beim Dateimanager, Standard-Dateimanager von Windows und wir gehen hier zu Windows C, das ist der im Grunde interne Speicher, die Festplatte, Hauptfestplatte könnte man sagen. Dann gehen wir hier zu Programme, dann zu Steam Apps, Common und dann haben wir hier Spaceflight Simulator und Spaceflight Simulator Game. Wir sind jetzt hier auch im Grunde im Hauptordner. Auf Steam sieht das ein bisschen anders aus als auf Mobile. Ist ein bisschen komisch. Jedenfalls, hier haben wir wieder Saving. Das wählen wir auch direkt aus. Wir sehen jetzt hier nicht Custom Solar Systems oder Custom Translations, weil das hier in Spaceflight Simulator Data drin ist. Wenn wir das mal öffnen, dann seht ihr hier zum Beispiel Custom Solar System, Custom Translations, aber auch so andere Sachen, die relativ unwichtig sind gerade. Ja. Wir nehmen aber einfach mal hier Spaceflight Simulator Data und Saving, kopieren das auch mal und auch hier machen wir wieder dasselbe. Wir gehen zu Downloads, erstellen einen neuen Ordner, nennen das Backup, öffnen es und fügen dann die ganzen Dateien hinzu. Wunderbar, damit hätten wir ein Backup. Damit gehen wir dann zur Steam-Seite. Wir sind hier in Steam und sind auf der Seite von Spaceflight Simulator. Jetzt holen wir uns die Beta, dazu müssen wir hier zu den Einstellungen und dann auf Eigenschaften. Hier auf der linken Seite gehen wir dann auf Betas und jetzt müssen wir einen Code eintippen. Steph hat ihn auf dem offiziellen Discord-Server gezeigt. Groß FON 6UH 146 Groß G, Klein G und S. Und wenn wir dann diesen Code überprüfen lassen, dann wird gesagt, anmelden für Public Beta. Das kann auch wieder in ferner Zukunft nicht verfügbar sein, kann ich leider nicht ändern. Wenn diese Beta geschlossen wird, dann ist sie nicht mehr verfügbar. Dann wird automatisch ein Update gemacht, wie ihr sehen könnt, und dann wird hier die Beta heruntergeladen. Und damit hätten wir es geschafft. Wir haben hier die ausgewählte Version Public Beta. Ist irgendwie komisch, dass hier dann nicht 1.6.0.0. irgendwas gezeigt wird, denn so ist es auf der Android-Version und so wird es an sich auch im Spiel angezeigt. Dummerweise kann ich hier Spaceflight Simulator nicht spielen. Ich bin auf einem Laptop, auf einem ziemlich alten Laptop und naja, jedes Mal, wenn ich es spielen möchte, bleibt das Spiel einfach hängen und stürzt ab. Ich kann es leider nicht ändern. Wir sind wieder auf Android und ich habe die Beta inzwischen aktualisiert. Man muss sie einmal aktualisieren, um die Beta tatsächlich zu bekommen. Habe ich schon gemacht. Dann können wir jetzt hier spielen. Und wir werden hier nach der Sprache gefragt. Ich nehme einfach mal Englisch. Ich nehme an, die deutsche Übersetzung ist noch nicht komplett. Dann haben wir hier das Logo, Spaceflight Simulator. Ist ein bisschen silbriger als vorher. Das Logo war so in Ordnung, wie es vorher war. Es ist jetzt auch noch in Ordnung. Unten haben wir dann die Version
1.6.00.7 und dann ein paar weitere Zeichen. Wir sind in der 1.6 Beta und das scheint hier die 7. Beta zu sein. Bevor wir etwas spielen, schauen wir uns mal die Expansion an. Die haben sich jetzt hier vom Aufbau so ein bisschen verändert. Als erstes haben wir Teilexpansion, Skins-Expansion, Cheats, den unendlichen Bauplan, die Gasriesen, Eisriesen und das Redstone Atlas Pack. Okay, wir haben also im Grunde eine Umbenennung von Planetenexpansion in Gasriesen-Expansion und wir haben eine neue Expansion, nämlich die Eisriesen-Expansion. Wir haben nochmal das Bündel, da ist alles mit dabei und das ganze Bündel kostet 12 Euro, obwohl wir jetzt hier eine Eisriesen-Expansion dazu bekommen haben. Wir schauen uns einfach erstmal die Gasriesen an. Erkunde Jupiter und seine 4 Monde. Vorher war es ja sehr ausführlich über Jupiter und seine 4 Monde. Das wurde jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Okay. Besuche Saturn, seine spektakulären Ringe und seine unterschiedlichen Monde. Die werden wir uns natürlich noch weiter genauer anschauen. Mache eine Wasserlandung, eine Methanlandung in den Ozean von Titan und besuche die Geysire auf Enceladus. Also da haben wir Titan, da haben wir Enceladus. Die könnten an sich gerne vertauscht sein. Die Gasriesenexpansion kostet weiterhin 4 Euro, so wie die Planetenexpansion vorher. Das kann sich natürlich noch ändern. Dafür gibt es jetzt allerdings eine ganz neue Expansion, nämlich die Eisriesenexpansion. Entdecke den Eisriesen Uranus und seine scharfkantigen Monde. Erkunde Mirandas gigantische Klippen und Ariels eisige Oberfläche. Reise zu Neptun, dem entfernten Eisriesen, und besuche den eingefangenen Mond Triton. Tatsächlich, Neptun wird hier in dunkelblau dargestellt. Es gab ja so eine Frage auf dem SFS Discord-Server, ob man das alte, die falsche Farbe verwenden soll oder die neue. Wir müssen mal im Spiel schauen, wie es dann tatsächlich aussieht. Hier scheint es die alte Farbe zu sein. Besuche Pluto und seinen binären Mond Charon. Lande auf der eisigen Oberfläche und Bergen dieser weit entfernten Welten. Die Eisexpansion kostet 5,50 Euro, also schon ein bisschen mehr. Macht aber Sinn, ja, bei der Planetenexpansion wurde im Grunde Saturn hinzugefügt, ein Planet, und hier sind es an sich 2,5 Planeten. Ja, also hier wurde noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt als in der Gasriesenexpansion. Macht also an sich Sinn. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt mit Planetenbearbeitung ist, ob man beide braucht, um Planeten bearbeiten zu können, oder ob man doch alle Expansionen braucht, weil die zählen ja jetzt im Grunde als Mod. Dann schauen wir uns den Modloader an. Okay, da ist nichts Besonderes jetzt dabei. Ich werde wahrscheinlich mir das nochmal genauer zwischen Videos angucken. Man kann Mods herunterladen, ja, die Mods sollen neue Teile hinzufügen oder neue Texturen. Echte Mods, so wie auf der Steam-Version, wird es auf Mobile nie geben, weil man halt unterschiedliche Dateien benötigt, sogenannte DLLs. Die Physik und die Arbeitsweise stets verändern und die werden halt auf iOS zumindest nicht erlaubt. Ja, werden wir halt leider nicht haben können. Community hat sich nichts verändert, Einstellung hat sich nichts verändert und Credits hat sich auch nichts verändert. Okay, dann schauen wir uns mal die Welten an. Ich habe hier vorher schon eine Welt erstellt. Wir erstellen eine neue Welt. Es gibt jetzt den realistischen Schwierigkeitsmodus. Das ist dann im Grunde 1:1 zur Realität. Ich habe schon nachgeguckt, das stimmt. Allerdings hat mein Spiel ziemlich stark gelaggt, ja. Deshalb werde ich einfach für dieses Video, weil ich es aufnehme und weil ich auf einem 8 Jahre alten Smartphone bin, das einfach auf der normalen Schwierigkeitsstufe lassen. Glaubt mir, der realistische Schwierigkeitsmodus funktioniert, und wenn ihr die Beta selber spielt, könnt ihr euch den realistischen Schwierigkeitsmodus selber anschauen. Für meine zukünftigen Serien, die ich da machen werde, werde ich wahrscheinlich weiterhin auf der normalen Schwierigkeitsstufe bleiben, so wie die SFS Colony Serie. Ich meine, ich mache kein Geheimnis draus, sobald 1.6 rauskommt, werde ich halt weitermachen damit, und dann werde ich auch weiterhin auf der normalen Schwierigkeitsstufe bleiben, einfach weil das mehr Raum für Kreativität lässt. Ja? Wenn die Rakete kleiner sein kann, dann kann ich größere Nutzlaste ins All bringen, und das ist natürlich sehr nützlich. Es gibt außerdem neue Herausforderungen, und die schauen wir uns natürlich an. Wir haben wieder Merkur, Venus, Erde, Mond, der eingefangene Asteroid, Mars, Phobos, Deimos, Ceres. Ceres ist neu mit dabei, und Ceres bekommen alle, auch ohne Planetenexpansion bzw. Gasriesen- und Eisriesenexpansion. Das heißt, wenn ihr keine Expansion habt, Ceres ist ein neues Ziel, wo ihr drauf landen könnt. Da haben wir immer noch Io, Europa, Ganymede und Callisto, und das sind dann im Grunde alle alten. Alle, die hier drunter sind, sind komplett neu mit dabei, und das sind wahrscheinlich einfach immer nur die Landung auf der Oberfläche, ja, und da muss man halt sicher wieder zurückkommen. Es gibt leider keine Gasriesen- oder Eisriesen-Herausforderungen, die durch die obere Atmosphäre fliegen oder im niedrigen Orbit um den Planeten hingelangen, oder eine sehr schwierige Herausforderung: besuche alle Monde dieses Planeten und komm zur Erde zurück. Das sollte auf jeden Fall hinzugefügt werden, und ich finde, wir als Planetenbearbeiter sollten auch die Fähigkeit haben, unsere eigenen Herausforderungen hinzuzufügen. Dann bauen wir einfach mal eine neue Rakete, und das wird jetzt hier nichts Besonderes sein. Wir nehmen einfach Fallschirm, unsere Kapsel, ein Hitzeschild, einen kleinen Separator, einen 10 Tonnen Treibstofftank, ein Verleihentriebwerk, RCS-Düsen, und dann werde ich auch noch Räder da drauf packen, einfach weil es nützlich ist. Machen wir irgendwann mal hier so ein paar strukturelle Teile hin. Ich weiß nicht, wie tief ich das machen soll, ich muss mal nachgucken. Große Räder, ja, das passt an sich schon. Und dann schalten wir die Räder an
und dann schalten wir auch noch das Triebwerk an. So, also wir haben eine kleine Rakete und dann drehen wir auch mal den Bildschirm, damit wir ein bisschen mehr sehen können und direkt nach rechts beginnt das Wasser. Da sind eine Menge sehr merkwürdige Kanten drin. Wenn wir weiter rauszoomen, ach du meine Güte, das scheint mir ein bisschen zu stark optimiert zu sein, ja, was die Leistung angeht. So wie das hier durch die Gegend geht, hoch und runter, die ganze Zeit irgendwelche Zacken. Und ihr seht, wie das hier so stückartig nur runtergeht. Das scheint ziemlich verpixelt zu sein. Also ich nehme an, die Textur, die irgendwie für das Wasser verantwortlich ist, hat keine sehr hohe Qualität oder da ist einfach ein Bug gerade drin. Aber okay, das werden wir einfach fürs Erste ignorieren. Es ist eine Beta, ja, die arbeiten also auf jeden Fall noch da dran. Jedenfalls haben wir jetzt hier die richtigen, echten Kontinente und wir sehen halt Nordamerika, da starten wir auch gerade und wir sind hier tatsächlich beim Kennedy Space Center in Florida, ja, da starten die Raketen standardmäßig. Ich bin sicher, es gibt schon Planetenbearbeiter, die schon die anderen Startrampen auf der ganzen weiten Welt genommen haben, zum Beispiel in Französisch-Guyana für die europäischen Raketen oder in Kasachstan für Roskosmos und so weiter. Da gibt es bestimmt irgendeine Möglichkeit, dass man die Erde einfach nimmt als Modell und dann so rotiert, dass man dann halt die Startrampen da oben hat. Es ist an sich ganz in Ordnung. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass ich es eigentlich bevorzuge, wenn es nicht echte Kontinente wären. Ja, wir haben also Nordamerika, wir haben Grönland und dann haben wir hier sehr viel von Asien und Europa. Davor haben wir eine ganze Menge an Wolkentexturen und das ist merkwürdig. Die Wolken bewegen sich nicht, was sehr schade ist. Es wäre cool, wenn sie sich zumindest im Kreis drehen würden. Darunter gibt es nochmal Wolkentexturen. Okay, also es gibt ja ein neues Modul, dass irgendwie vor dem Planeten noch mehr Wolken angezeigt werden und die gehören mit dazu. Also die müssen nicht unbedingt direkt vor dem Planeten sein, sondern die können halt einfach existieren. Ja, die können sogar größer sein als Planet selber. Aber darunter haben wir nochmal eine extra Wolkentextur und nur die bewegt sich. Hier wäre es ganz schön, wenn es sich trotzdem bewegen würde. Es würde auch viele Sachen einfacher machen. Ich meine, man könnte dann den Tag-Nacht-Zyklus super leicht machen, indem man einfach die Hälfte komplett schwarz macht, die Hälfte halt normal transparent macht und dann halt so einen dünnen roten Streifen und das dreht sich durch die Gegend. Das wäre super nützlich für den Tag-Nacht-Zyklus, aber dafür müssten sich diese Wolken halt drehen. Wir beschleunigen hier die Zeit. Wir sind hier schon bei 50.000-facher Geschwindigkeit und es dreht sich nicht. Also das macht auf jeden Fall nicht sehr viel Sinn. Dann der zweite Punkt. Die Erde hat natürlich den Ozean. Also fliegen wir einfach mal zum Ozean. Wir starten hier unsere kleine Rakete, drehen uns ein bisschen nach rechts und dann geben wir einfach mal Vollgas. Wir sind jetzt hier schon über dem Wasser. Dann würde ich mal den Fallschirm hier öffnen und uns wieder verlangsamen. Und damit treten wir gleich ins Wasser ein. Wir waren bei 11,5 Meter pro Sekunde und nichts ist kaputt gegangen. Das ist sehr schön. Fallschirm, schließe ich. Okay, ich mache das mal manuell. Ich schneide den einfach mal ab. Und damit sind wir im Wasser. Wir sind ziemlich tief im Wasser, liegt aber natürlich auch daran, dass wir viele schwere Teile haben. Der Treibstofftank ist fast noch komplett voll. Solche Teile wie strukturelle Teile oder eben auch das Triebwerk, die sinken eher. Es scheint die Kapsel zu sein, die uns gerade in der Luft hält oder im Wasser oben hält. Und wir wollen nicht wirklich sinken. Ich will aber eigentlich mal gerne nach unten, ganz tief ins Wasser. Wir nehmen einfach mal den Cheat und füllen den Treibstofftank komplett auf. Und das funktioniert trotzdem nicht. Ja, doch so ein bisschen. Aber es ist immer noch zu langsam. Okay, dann trennen wir das Ganze ab. Ihr müsst nämlich wissen, volle Treibstofftanks sinken ganz langsam. Aber jetzt können wir deutlich schneller sinken. Die Kapsel scheint einfach sehr gut zu schwimmen. Was an sich auch ganz gut ist. Ja, wir brauchen natürlich Teile, die irgendwie sehr gut schwimmen können. Und damit begeben wir uns hier in die Tiefe. Haben dreifache Zeitbeschleunigung und 25-fache, aber nicht physische Zeitbeschleunigung. Falls wir irgendwo im Wasser sind, dann können wir einfach auf die normale Zeitbeschleunigung gehen, was ein bisschen doof ist, weil wir uns ja trotzdem noch irgendwie bewegen. Wir sind gleich bei minus 100 Metern und wir fangen uns an zu drehen. Ich kann es leider nicht stoppen, weil wir die Rakete nicht mehr kontrollieren können. Wir haben hier einige Schlieren in dem Wasser. Ihr seht das sind so ein bisschen Wellen, aber die scheinen nur an einem bestimmten Punkt angezeigt zu werden. Ja. Wenn wir hier sind, dann sieht man eine ganze Menge davon, die wiederholen sich aber auch ziemlich stark. Wenn wir ein bisschen näher gehen, sind sie weg und wenn wir ein bisschen weiter rausgehen, dann gehen sie auch weg, okay. Es fängt jetzt ein bisschen an zu laggen, liegt natürlich daran, dass mein Smartphone nicht das allerneueste ist, aber das ist halt auch zum Teil die Performance, die hier gegeben ist. Also ich muss mal gucken, wie ich dann Videos mache, wenn ich irgendwie im Wasser landen möchte mit meinen SFS Colony Raketen. Ja? Die müssen ja dann irgendwie auf so einem kleinen Boot landen, ähnlich wie die SpaceX Raketen. Jedenfalls, jetzt sind wir hier am Meeresgrund angekommen. Wir sind bei fast minus 200 Metern, aber das geht natürlich hier deutlich tiefer. Ich schaue mal kurz. Ja, wir sind hier in etwa dann am Boden angekommen. Das kann wahrscheinlich noch tiefer sein. Das ist dann hier vielleicht so, keine Ahnung, 300 Meter, 350 oder so. Das heißt, da kann man an sich ziemlich tief tauchen. Das war natürlich mit meinem Wasserplanetenpaket nicht möglich. Da waren die Ozeane ja auch nur so 200 Meter tief, so wie hier. Das hat an sich auch super funktioniert, aber jetzt, wo wir halt standardmäßig Wasser zur Verfügung haben, bringt es natürlich nichts, da weiter sich drum zu kümmern. Also ich finde es ganz gut, dass wir Wasser haben. Wir sind ziemlich langsam nach unten gesunken. Also ich weiß nicht, wie man dann ein Boot baut, ob das dann sehr gut schwimmen kann oder wie ist es mit U-Booten, ja? Wenn man ein U-Boot baut, wie kann man das sinken und aufsteigen lassen? Ich meine, man braucht sicherlich Teile, die dann halt irgendwie schwerer bzw. leichter werden als an sich Treibstofftanks, aber da bekommt man ja nicht plötzlich mehr Treibstoff hinzu. Also ich bin mir nicht genau sicher, wie man das da machen kann. Ich nehme an, man muss einfach ein Stück Rakete bauen, was halt
genau perfekt im Wasser schwimmen kann, ja? Dass es nicht sinkt, aber auch nicht aufsteigt. Und dann muss man halt Triebwerke und RCS-Düsen nehmen, um sich zu bewegen. Aber vielleicht könnte man auch die Solarzellen oder Landebeine nehmen, die können ja größer und kleiner werden. Und vielleicht ist die Physik vom Spiel so simpel, dass einfach gesagt wird, oh, es ist eine größere Oberfläche, also fang an zu schwimmen. Oder weil die Teile schwerer sind als Wasser, sagt das Spiel einfach, okay, fang an zu sinken. Aber das müsste man ja dann noch ein bisschen genau ausprobieren. So wie es jetzt ist, an sich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und dann haben wir an sich die Erde so ziemlich damit abgehakt. Ich meine, wir haben jetzt hier schon 2 von 3 neue Komponenten. Die Wolken, die vor dem Planeten angezeigt werden, und das Wasser. Beide können auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit gebrauchen, wie ihr hier sehen könnt. Und natürlich, die Wolken bewegen sich nicht. Also das sollte auf jeden Fall noch verbessert werden. Dann gehen wir einfach mal zur Sonne. Wir beginnen einfach ganz innen und gehen dann nach außen. Ich mache mal die Zeitbeschleunigung so langsam, wie es geht. Die Sonne hat eine neue Textur, auf jeden Fall. Die Strahlen sind jetzt deutlich einzelner als vorher. Vorher war es einfach so ein Übergang von, naja, komplett weiß zu so einem transparent. Und wir fangen an zu überhitzen. Also ich würde gleich weitergehen zum Merkur. Da haben wir die Textur. Die haben wir an sich auch schon vorher gesehen. Ja? Habe ich ja auch schon drüber gesprochen, dass mir das ziemlich gut gefällt. Es hat ja denselben Stil wie die Jupiter-Monde und natürlich Jupiter selber. Das ist halt eine sehr vereinfachte Zeichnung und die finde ich ziemlich gut. Wir haben viele größere Krater und dann halt irgendwie so kleinere Krater und auch so Rillen in der Oberfläche. Das sieht an sich ganz gut aus. Merkur ist insgesamt deutlich heller als vorher. Vorher war es ja so ein dunkelbraun-grau. Jetzt sieht es fast schon so wie Callisto oder Ganymed aus. Das ist also an sich ganz in Ordnung. Hier ist die Oberfläche ein bisschen sehr dunkel. Hier ist sie ein bisschen hell. Also da sollte an sich noch was geändert werden, finde ich. Aber so wie es bisher ist, ist es ganz in Ordnung. Von der Oberfläche her, von der Struktur, hat sich, glaube ich, nicht groß was verändert. Also ich sehe keinen großen Unterschied. Schauen wir mal die Karte an. Und das scheint hier noch die alte Farbe zu sein. Ja. Die sollte jetzt ein bisschen verändert werden, ein bisschen heller werden, würde ich sagen. Da haben wir Borealis Planitia, Caloris Planitia und das scheint es gewesen zu sein. Okay, da gibt es nichts weiter. Schauen wir uns mal das von weiter außen an. Und ihr seht, die Planetenbahnen sind jetzt alle gefärbt. Da haben wir auch die Sonne. Die Planeten sind scheinbar deutlich größer jetzt. Also sie sehen zumindest deutlich größer aus als vorher. Davor waren es ja so große Punkte, wie sie halt groß sind. Jetzt scheint das irgendwie durch Kreise ersetzt zu werden, die halt einfach ein bisschen größer sind, um es besser darzustellen. Aber okay, dann haben wir hiermit Merkur auch. Das ist an sich vollkommen in Ordnung. Der Orbit hat sich scheinbar auch nicht verändert. Dann haben wir die Venus. Schauen wir uns auch einfach erstmal hier das von der Karte an. Die Farbe ist beige, macht natürlich Sinn, so wie die Venus halt auch aussieht. Und wir sind gerade auf der Venus eingekracht und auch gelandet. Wir haben Atalanta Planitia, Lavinia Planitia und Maxwell Mons. Das scheint so ziemlich alles zu sein. Ich glaube, die gab es aber auch schon vorher. Von hier hat sich nicht groß was verändert. Schauen wir mal hier. Und das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Wir sehen die Venus und hier, dafür im Grunde wurden die Fronttexturen für Wolken gemacht, dass die Venus tatsächlich cool aussehen kann. Wir sehen die ganzen Wolken, die sich hier so ein bisschen im Kreis drehen. Am Rand ist es ein bisschen sehr hell. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. So wie es jetzt ist, ist es an sich in Ordnung. Es wäre aber ganz cool, wenn der Rand in etwa dieselbe Farbe hätte. Dann gehen wir ein bisschen näher ran und jetzt haben wir hier so wir haben einen ziemlich starken Übergang von fast vollkommener weißer Bildschirm zu, naja, braun und gelb. Okay, auch hier die Oberfläche scheint in etwa dieselbe zu sein. Ich glaube, die ist ein bisschen flacher tatsächlich geworden. Ein bisschen leichter, um da drauf zu landen. Wir sind hier leider drauf gekracht. Wir haben einen Fallschirm verloren. Und da haben wir auch die Oberfläche. Diese Textur, diese Oberflächentextur habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist an sich ganz interessant. Das ist irgendwie dann Gestein, was hinzugefügt wurde. Und wir haben auch einige Steine auf der Oberfläche. Die scheinen hier aber deutlich kleiner zu sein als auf dem Mars oder Mond, was wir bisher gesehen haben. Dann überspringen wir Erde, die hatten wir natürlich gerade. Und wir gehen zum Mond. Auch hier scheint es ein bisschen eine andere Oberfläche zu gehen. Das sind jetzt hier irgendwie kleinere Gesteine. Auch hier die Oberfläche scheint sich nicht groß verändert zu haben. Es sind halt größere Krater, kleinere Krater, ein bisschen Berge. Und wenn wir rauszoomen, okay, also der Mond scheint so ziemlich identisch gewesen zu sein zu vorher. Die Planeten sind jetzt deutlich größer dargestellt durch diese Kugeln. Wenn man rein und rauszoomt, dann scheint sich die Größe nicht wirklich zu verändern, obwohl wir es halt größer und kleiner ziehen. Wie ich schon gesagt habe, ich finde es besser, wenn der Mond ein bisschen heller dargestellt wird. Ja? So wie es hier ist, ist der Kontrast nicht gerade optimal. Es sollte vielleicht so ein Grau sein und nicht so ein Grau wie hier in der Mitte. Also das könnte ruhig ein bisschen heller werden. Dann haben wir den eingefangenen Asteroiden und natürlich, den kann man hier kaum sehen. Die Bahn wurde ja zum Teil transparent gemacht. Und wir sind auch auf der Oberfläche gelandet, wunderbar. Okay, man kann es hier richtig gut sehen. Ihr seht die Form vom eingefangenen Asteroiden. Wenn wir dann aber rauszoomen, dann seht ihr, das ist ein Kreis. Ja? Also da scheint wirklich was im Gange zu sein, dass die Form verändert wird. Die Farbe scheint sich nicht verändert zu haben. Die Oberfläche ist vielleicht ein bisschen heller an einigen Stellen, aber auch ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas geändert haben, was jetzt überall ein Problem macht. Ich denke mal, die Oberfläche hat sich nicht groß verändert. Zumindest hoffe ich das nicht, weil ich habe ja hier in der SFS-Kolonie-Serie eine Kolonie aufgebaut. Das wäre dann ziemlich doof, wenn es dann komplett unförmig jetzt ist, dass ich die dann alle irgendwie bewegen muss. Damit hätten wir den eingefangenen Asteroid und damit haben wir an sich auch das Erdensystem abgehakt.
Kommen wir zum Mars und direkt die Farbe vom Mars hat sich verändert. Okay, wir haben immer noch Olympus Mons, Utopia Planitia, Arcadia Planitia, Hellas Planitia, Jezero Crater. Das scheint in etwa gleich zu sein, aber die Farbe hat sich deutlich verändert. Und wenn wir hier mal auf der Oberfläche sind, hier scheint es an sich noch ganz in Ordnung zu sein. Ja, das scheint in etwa dasselbe zu sein wie vorher. Wenn wir aber weiter rauszoomen, dann sehen wir halt, da ist wirklich eine richtig schöne neue Textur dazugekommen. Wir haben jetzt hier den Nordpol. Wir sehen ja vom Norden jetzt auf die Planeten. Vorher war es vom Süden. Das ist an sich ganz cool. Hier haben wir einen Canyon, da haben wir noch einen Canyon. Das ist an sich auch ganz cool. Wir haben dunklere Flecken, wir haben hellere Flecken. Und wo wir hier gerade gelandet sind, scheint es in etwa dieselbe Farbtextur zu haben, wie es halt ursprünglich bei Mars war, den wir halt vor der 1.6 hatten. Das ist also hier auch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Die Änderungen hier gefallen mir auf jeden Fall. Und dann bewegen wir uns einfach mal zum Mond. Und zwar haben wir als erstes Phobos. Auch hier, die Form trübt ein bisschen. Jetzt ist es fast würfelförmig und wenn man rauszoomt, dann wird es immer mehr zum Kreis. Okay, dann zoomen wir ran und hier haben wir Phobos. Phobos hat sich zumindest von der Farbe verändert. Auch wieder, ich hoffe, von der Form nicht. Ich habe da nämlich auch eine Kolonie. Aber das sieht hier ziemlich cool aus. Wir haben einige größere Krater. Wir sind auch gerade auf dem Phobos gelandet. Und hier gibt es irgendwie so Kratzer. Ja, als hätte so ein gigantisches Monstrum das einmal abgekratzt. Das sieht an sich ganz gut aus. Gibt es hier irgendwelche Landmarken, die man nennen kann? Ah ja, der Stickney-Krater, den gibt es, der wurde hier neu hinzugefügt. Gibt es noch irgendwas anderes? Nö. Also da haben wir auf jeden Fall eine neue Landmarke hinzubekommen, aber das war es dann auch so ziemlich. Die Änderungen am Phobos gefallen mir, den Phobos davor fand ich aber an sich auch ganz cool. Dann haben wir Deimos und Arcturus. Deimos sieht aus wie Schimmelkäse. Ja, also wir haben größere Krater hier auf jeden Fall. Oberfläche ist deutlich heller als vorher geworden, die ist jetzt hier fast komplett weiß und auch die Farbe hat sich verändert. Hier haben wir Voltaire-Krater und Swift-Krater. Haben wir noch irgendwas anderes? Nö, okay. Ich hoffe auch hier wieder, die Oberfläche hat sich nicht groß verändert, sondern nur die Textur. Es wäre natürlich doof, wenn die ganzen Koloniemodule jetzt hier durch die Gegend gewirbelt werden. Und damit hätten wir Mars abgehakt. Kommen wir zu Ceres. Und Ceres ist kostenlos für alle. Ja. Falls ihr die Planetenexpansion nicht habt, kriegt ihr trotzdem Ceres, könnt auch auf Ceres landen. Die Oberfläche sieht ganz in Ordnung aus. Bisschen was anderes zu diesem Standardgrau mit ein paar Kratern. Wir sehen halt überall so Kreise, ja, hellere Kreise, die auf der Oberfläche sind. Die scheinen Krater zu sein, aber die gibt es in so vielen unterschiedlichen Größen. Es sieht so ein bisschen aus wie Eis, ne? Wir haben natürlich einige große Krater und das Design finde ich an sich ziemlich cool. Dann haben wir hier die Oberfläche. Ich meine, wir sehen das hier gerade aus der Karte. Das scheint sehr mondähnlich zu sein. Größere Krater, ein bisschen flachere Stellen. Gibt es hier irgendwelche Landmarken? Kerwin Crater. Urvara Crater, das scheint es gewesen zu sein. Okay, also hier gibt es 2 Landmarken, das ist an sich ganz gut, das scheint hier direkt an dem einen Krater zu sein und irgendwie da unten nochmal. Der Zwergplanet Ceres hier ist zwischen dem Mars und dem Jupiter und ist damit an sich ein ziemlich cooles neues Ziel, was man damit erreichen kann. Falls ihr überhaupt gar keine Expansion habt, dann wäre das natürlich eine ganz schöne Herausforderung, hier nach Ceres zu fliegen, weil wenn man nicht mal den Jupiter hat, dann ist das am weitesten entfernteste Objekt. Dann gehen wir zum Jupiter und wir sind gerade auf der Oberfläche vom Jupiter gelandet, macht natürlich Sinn. Wenn wir rauszoomen, da hat sich nichts verändert, okay. Das wäre natürlich auch ein super Kandidat für die Fronttextur, für die Wolken, ja. Und wenn sich die Wolken dann halt tatsächlich auch drehen würden, dann wäre das hier extrem nützlich. Dann würde sich der Jupiter auch visuell drehen. Wir schauen einfach mal, ob wir bei Io etwas Neues haben und das scheint in etwa dasselbe zu sein. Bin mir nicht ganz bewusst, welche Landmarken die Monde hier alle haben, aber da scheint es jetzt zumindest einige zu geben. Wir haben Chalybes Regio, wir haben Bosporus Regio, okay, und wir haben Kolchis Regio, also da sind 3 Landmarken dazugekommen, die hatten wir wahrscheinlich vorher nicht, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Dann schauen wir mal auf Europa nach, auch hier wieder die Textur wird sich nicht geändert haben. Wir haben Connemara Chaos, also komplettes Chaos soll da scheinbar vorgehen. Dann haben wir Ganymed, da haben wir Galileo Regio. Galileo war natürlich derjenige, der die galileischen Monde, die 4 Jupitermonde, die wir hier haben, entdeckt. Und auch hier scheint es sich nicht verändert zu haben. Wir haben halt einfach eine Landmarke hinzubekommen. Und der letzte Jupitermond Callisto, haben wir hier irgendwas Neues? Scheint nichts Neues mit dabei zu sein. Auch der hat sich nicht groß verändert und die Oberfläche scheint immer noch dieselbe zu sein wie vorher. Also damit hätten wir die, bisher besten Monde und Planeten gehabt. Und dann schauen wir uns super neu Saturn an. Saturn ist natürlich aufregend wegen den Ringen. Und ich kann hier direkt einen Mond erkennen. Tatsächlich einige Monde, wenn man so ein bisschen raus und ranzoomt, dann flackern die ein bisschen. Wir sehen das Sechseck in der Mitte und das sieht sehr gut aus. Wir haben die Ringe, ja. Das scheint auch eine neue Komponente zu sein, die hinzugefügt wurde. Wenn wir uns die Karte mal anschauen, dann seht ihr auch hier, wie die Ringe jetzt dargestellt werden. Ich weiß nicht genau, ob das einfach so gemacht wird, ja, wenn man sagt, hier starten die Ringe, hier enden die Ringe, dann wird hier so ein leichter Schein angezeigt oder vielleicht basiert es tatsächlich auf den Ringen. Ich überlege gerade, wenn man ja die Ringe für Uranus und Neptun hinzufügt, die sind ja deutlich stärker gekrümmt, dass die dann irgendwie hier so quer durchgehen. Ob das dann trotzdem so als Ring angezeigt wird oder ob das dann tatsächlich so als Streifen angezeigt wird, das würde mich interessieren. Ich glaube, es ist aber einfach so ein schmaler Streifen, du sagst, wann beginnt es, wann endet es. Das finde ich an sich ziemlich cool. Ich habe ja auf meinem englischen YouTube-Kanal ein Tutorial gemacht, wie kann man den Saturn nachmachen, wie man Ringe nachstellt, habe ich auch ein Tutorial gemacht.
Das ist auch jetzt nutzlos, also ich kann alle möglichen Tutorials neu machen und natürlich, sobald die 1.6 tatsächlich rauskommt, werde ich auch wieder deutsche Tutorials machen, denn es gibt viele neue Sachen, die wir uns hier anschauen müssen. Als nächstes kommen wir zu Pan und Pan ist ein winzig kleiner Mond, wie ihr hier sehen könnt, und Pan befindet sich innerhalb des A-Rings vom Saturn. Das ist hier die sogenannte Encke-Spalte oder Encke-Lücke und ihr seht, naja, Pan sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Saturn tatsächlich oder wie eine kleine Zitrone. Am Äquator haben sich eine ganze Menge Materialien angesammelt, die halt vor allem aus diesem Bereich hier rausgezogen wurden. Hier gibt es scheinbar einige, Canyons oder Rillen. Die Rille hier scheint nicht ganz dazu zu passen. Wenn wir die Rille hier verfolgen, die geht ja irgendwie so lang, aber dann ist es hier irgendwie weit nach links verschoben. Aber ich nehme an, daran arbeiten sie auch noch. Das sieht schon ziemlich gut aus. Haben wir hier irgendwelche Landmarken auf der Oberfläche? Ja, Equatorial Ridge, also Erhöhung am Äquator. Das ist ja genau die. Warum die nicht auf der anderen Seite angezeigt wird, frage ich mich auf jeden Fall. Wenn man dafür einen Erfolg haben möchte, dass man hier gelandet ist, dann muss man auf jeden Fall auf der linken Seite landen. Auf der rechten Seite würde man es dann nicht bekommen. Dann gehen wir weiter. Nach Pan kommt Enceladus. Enceladus ist so ziemlich der hellste Mond im ganzen Sonnensystem. Liegt daran, Enceladus besteht fast vollkommen aus Eis und ist bedeckt von Eis und Schnee. Ja, reflektiert damit sehr viel Licht. Ihr seht da unten ein paar Geysire, die schauen wir uns gleich nochmal an. Wir haben hier einige tiefere Rillen in der Oberfläche. Wir haben einige, es sieht aus wie Krater, ja, aber scheinbar sollen es nicht Krater sein, sondern einfach Vertiefungen, wo sich Eis und Schnee ein bisschen mehr kompaktiert haben. Dann schauen wir uns an, haben wir hier irgendwelche Landmarken? Tiger Stripes, die Tigerstreifen. Und das war's so ziemlich. Also wir haben nur das. Wir teleportieren uns einfach mal auf die andere Seite des Mondes. Und wenn wir uns dahin teleportieren, dann sehen wir hier die Streifen. Ich weiß nicht, wie das gelöst wurde im Code. Ob das Teil der Atmosphärentextur ist oder Wolkentextur. Vielleicht gehört es tatsächlich zu den Frontwolken, obwohl die haben hier überhaupt keine Überlappung, also es scheint dahinter zu sein. Bei der Atmosphärentextur wird nur die erste Spalte an Pixeln genommen und die wird dann ganz doll ausgestreckt, bis es die ganze Oberfläche bedeckt. Aber vielleicht haben sie das jetzt geändert. Es wäre ganz cool, wenn es irgendwie animiert wäre, aber bisher ist es vollkommen in Ordnung. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, da irgendwie mit so einer kleinen Sonde durchzufliegen in meiner erweiterten SFS-Colony-Serie. Dann haben wir Tethys. Ich kenne tatsächlich keine echten Bilder von Tethys. Ja, das ist das erste Mal, dass ich Tethys sehe. Wir haben einige größere Krater. Wir haben hier ein paar Rillen in der Oberfläche. Außenrum ist es grau und so eine ganz leichte lila Färbung. Und in der Mitte ist es gelblich oder gelb-grünlich. Das ist hier fast schon olivgrün. Wir haben Telemachus und Ithaka Kasma. Das sind auf jeden Fall zwei Landmarken und so ziemlich die einzigen. Okay, wenn wir uns das mal hier anschauen, dann sehen wir ja da ein bisschen eine Lücke. Und das scheint Telemachus zu sein. Und hier haben wir irgendwie Ithaka Kasma oder so. Als nächstes schauen wir uns Dione an und die hat in etwa dieselbe Farbe. Die Oberfläche ist ziemlich weiß, ja, ziemlich hellgrau. Hier ist tatsächlich eine leicht bläuliche Färbung. Das ist an sich ganz in Ordnung. Und wir haben hier deutlich mehr Rillen. Die gelbliche Färbung ist jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern die ist stark nach links verschoben. Das heißt, wenn man hier landet, kann die Oberfläche tatsächlich grün aussehen. Wir fokussieren auch mal hier und gucken an, ob wir irgendwelche Landmarken haben. Da haben wir Palatin Kasmata. Das scheint hier eine ziemlich breite, flachere Fläche zu sein, oder zumindest ist sie deutlich tiefer. Ich kann das nicht genau lesen. Der erste Buchstabe ist leider abgeschnitten. Bewegen wir uns einfach mal da in etwa hin. Der Evander Krater, das scheint der hier zu sein. Dann haben wir Rhea, von der Karte her braun. Und da haben wir Tirvana Krater. Und das war's. Okay, dann haben wir die Oberfläche. Diesmal haben wir keine grünliche Färbung, sondern so eine leicht orange Färbung. Wir haben hauptsächlich weiß und dann haben wir hier eine leichte Färbung, die halt nach da verschoben ist. Auch hier wieder Rillen, größere Krater und damit hätten wir auch die Oberfläche hiervon. Scheint ein bisschen hügelig zu sein, aber an sich sollte es kein Problem sein, da drauf zu landen. Dann haben wir Titan. Titan ist so ziemlich der einzige Mond im Sonnensystem mit einer Atmosphäre, zumindest mit einer so extrem dichten Atmosphäre. Von außen gesehen sieht Titan ziemlich ähnlich aus wie die Venus, bis auf die Tatsache, dass wir von hier aus die Ozeane sehen können. In der Realität kann man die nicht sehen, also ich würde sagen, das sollte auf jeden Fall nicht sichtbar sein. Die Atmosphäre hat eine deutliche bläuliche Färbung, je weiter man nach oben geht. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und wenn wir uns hier das mal anschauen, da haben wir auf jeden Fall einige Berge. Die Färbung ist auf jeden Fall so ähnlich wie bei der Venus. Wenn wir hier rangehen, dann wird es sehr schnell dunkler. Ja, finde ich ein bisschen zu grob, aber okay. Wir haben hier, ja, wieder die Rakete, die ist leider umgefallen. Und da haben wir irgendwie eine dunklere Stelle. Da scheint jetzt aber gerade kein Meer oder Ozean zu sein in irgendeiner Form. Also ich weiß nicht genau, was damit los ist. Wir haben hier auf jeden Fall Landmarken. Wir haben den Fensal-Ozean, okay. Dann haben wir hier Senkyo-Ozean und hier drüben haben wir Shangri-La-Ozean, okay. Also da haben wir auf jeden Fall 3 Landmarken. Wie gesagt, das wäre toll, wenn man das irgendwie auf der Erde noch hinzufügen würde, dass dann irgendwie der Pazifische Ozean, der Indische Ozean, der Atlantische Ozean hinzugefügt wird, zumindest als Landmarke, um das anzuzeigen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Teleportieren wir uns mal zu einem der Meere. Machen wir mal hier 90 Grad, da sollten wir gerade im Ozean drin sein. Und jetzt scheinen wir hier so ein bisschen zu sinken, aber auch hier dasselbe Prinzip, wir sinken nicht, ohne dass wir hier die Kapsel abtrennen. Und wir fallen ziemlich langsam. Und scheinbar gab es gerade irgendwie Partikeleffekte. Okay, wenn sich der Separator jetzt aufteilt, dann gibt es Partikeleffekte, die durch die Gegend fliegen. Vorher war es ja
mehr nur so eine kurze Animation, die hinzugefügt wurde. Die scheint jetzt aber ein bisschen tatsächlich Physik zu haben. Wir fallen hier sehr langsam, was ich für merkwürdig halte. Schließlich ist der Methanozean auf dem Titan nicht besonders dicht, ja, und wir scheinen sogar viel langsamer zu fallen als auf der Erde, was natürlich auch mit der geringeren Gravitation zu tun hat. Flüssiges Methan hat etwa eine Dichte von 440 Kilogramm pro Kubikmeter. Wasser hingegen hat eine Dichte von 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, also deutlich dichter. Das heißt, in Wasser kann man deutlich leichter schwimmen als in Methan, flüssigem Methan, etwa doppelt so gut. Das heißt, damit wir hier so langsam sinken, brauchen wir zum einen eine sehr geringe Gravitation, was der Fall ist für den Titan, aber auch gleichzeitig müssen eine Menge andere Stoffe in diesem Ozean gelöst sein, damit es, deutlich schwerer ist, nach unten zu sinken. Ich glaube nicht, dass wir hier den Meeresgrund erreichen werden. Ich kann den nicht mal sehen, also das würde auf jeden Fall nichts. Die Linien scheinen hier ein bisschen öfters vorzukommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Einstellung ist in irgendeiner Form. Da müssen wir mal die Rakete zurücksetzen, weil wir die Kapsel natürlich abgetrennt haben. Und dann teleportieren wir uns zum letzten Saturnmond, und zwar Iapetus. Wir sind hier gerade an einer sehr hellen Stelle gelandet, aber wenn wir weiter rauszoomen, dann sehen wir, Iapetus ist im Grunde wie Pac-Man. Wir sehen hier dieses Stück braun und dann haben wir den Rest halt als weiß und das sieht ziemlich stark aus wie Pac-Man. Iapetus ist natürlich dafür bekannt, dass da sehr große Farbunterschiede zwischen der hellen und der dunkleren Seite sind. Auch hier wieder gibt es am Äquator einen ziemlich großen Berg, der sich um den ganzen Äquator zieht, von dem ganzen Material, was Iapetus so aufgesammelt hat. Sieht so ein bisschen aus wie Stracciatella Eis, sieht auf jeden Fall lecker aus. Auch hier wieder Equatorial Ridge, sollte auf jeden Fall auf der anderen Seite hinzugefügt werden und das wäre so ziemlich die einzige Landmarke, die wir hier sehen können. Wir zoomen nochmal ein bisschen raus und da sehen wir Iapetus ziemlich weit draußen, viel weiter als alle anderen Monde. Ich meine, die meisten sind hier mittendrin reingedrängt. Titan hat einen etwas größeren Abstand und Iapetus ist halt schon sehr weit draußen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass hier der Saturn so viele Monde dazu bekommen hat. Ich meine, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann haben wir hier draußen noch 7. Okay, also wir haben 7 Monde für den Saturn. Wäre an sich ganz cool, wenn der Jupiter auch nochmal ein paar Monde dazu bekommen würde, selbst wenn es nur kleinere Monde sind. Damit haben wir das Saturnsystem abgehakt. Gehen wir zum Uranus und da sind wir auch wieder direkt in der Atmosphäre und fallen runter. Und da haben wir die Textur vom Uranus, ist ja so ein türkisblau, ziemlich hell. Ja. Wir haben hier auch wieder den Nordpol. Da können wir gerade einen der Monde sehen, wie er durch die Gegend sich bewegt. Und da unten ist noch einer. Okay, und noch einer. Wir können hier 3 Monde auf einmal erkennen. Mal gucken, wie viele gibt es tatsächlich? 5 Monde. Die sehen alle von der Farbe her ähnlich aus, bis auf Oberon. Oberon ist deutlich eine andere Farbe. Die scheinen hier alle irgendwie aus Gestein zu bestehen. Miranda ist wahrscheinlich aus Eis. Dann schauen wir mal kurz nach. Und dann gehen wir zu Miranda als erstes. Das wir natürlich deutlich näher ranzoomen. Miranda ist ziemlich zerklüftet. Ja, wir haben hier ziemlich große Lücken, ja, wo der Planet eigentlich rund ist, aber dann deutlich tiefer und höher wird. Das ist ziemlich cool. Und wir sind gerade auf der Oberfläche gelandet. Das hier scheint wahrscheinlich entweder ein Fehler zu sein oder es ist tatsächlich so eine Lücke. Jedenfalls hier ist die Oberfläche extrem weiß. Das passiert immer, wenn es einen extrem starken Höhenunterschied gibt. Aber die Textur insgesamt, die Oberfläche finde ich interessant. Ja. Die ist auf jeden Fall ganz cool. Haben wir hier irgendwelche Landmarken? Wir haben Arden Corona. Wir haben Verona Rupes und Elsinore Corona. Okay, das sind auf jeden Fall die 3 Landmarken. Ich habe die natürlich vollkommen falsch ausgesprochen. Nach Miranda schauen wir uns Ariel an. Da haben wir Kachina Kasmata. Okay, wir haben Laika Krater. Und das war's, okay? Dann haben wir die Oberfläche, die ist deutlich dunkler und die sieht ziemlich cool aus. Ja, es ist irgendwie so ein Stahlgrau oder so. Wir haben ziemlich viele Krater, die auch einen ziemlich großen Abdruck hinterlassen. Wir haben hier ein paar Rillen auf der Oberfläche und hier unten wird es deutlich heller als auf dem Rest. Wir scheinen hier so ziemlich am dunkelsten Ort gelandet zu sein. Und hier ist die Oberfläche ziemlich interessant, ja? Die ist ziemlich kantig. Hier drauf zu landen könnte eine gewisse Herausforderung werden. Darauf freue ich mich auch. Nach Ariel haben wir Umbriel und Umbriel scheint hier komplett weiß zu sein, inklusive einem Texturfehler. Ich glaube, da teleportieren wir uns gleich nochmal hin. Ach du meine Güte, das ist überall so. Okay, das ist auf jeden Fall ein Fehler in der Menge, wie die Textur zugeschnitten wird. Ihr müsst wissen, bei Planetendateien, man kann zuschneiden, wie stark die Textur halt gestreckt oder zusammengezogen werden soll. Und hier scheint das noch nicht ganz perfekt zu sein. Wir sehen halt die einzelnen Pixel. Ihr seht, wie es hier weiß ist und dann immer ein dunkleres Grau wird und hier ist es fast vollkommen schon schwarz. Das heißt, die Textur wurde hier nicht stark genug zugeschnitten, um diese schwarzen Stellen zu übertönen. Auch im Allgemeinen weiß ich nicht genau, was hier mit der Textur los ist. Ich meine, ich weiß nicht wirklich, wie Umbriel in der Realität aussieht, aber von der Karte her aus gesehen ist es an sich ein Grau. Aber hier ist es dann fast vollkommen weiß. Wir sehen so ein bisschen Streifen, die sich durch die Gegend ziehen, aber mehr auch nicht. Haben wir hier Landmarken? Ja, Umbriel Landmarke. Okay, also Umbriel scheint gerade auf jeden Fall noch in Bearbeitung zu sein. Umbriel ist noch nicht fertig. Das da hat auf jeden Fall noch keinen fertigen Namen. Und die Oberflächentextur muss noch ein bisschen zugeschnitten werden. Und das scheint hier nicht die richtige Textur zu sein. Ich will mich trotzdem mal nach rechts teleportieren, weil das da ziemlich offensichtlich ist, was da falsch läuft. Machen wir mal 90 Grad. Und wenn wir hier drüben sind, okay.
Okay, ja, also die Oberfläche funktioniert nicht. Das ist tatsächlich kein Farbfehler, sondern das ist ein Fehler der Oberfläche. Ihr müsst wissen, in den Planetendateien kann man Höhenkarten erstellen. Das macht die Oberfläche hier, ja. Und die Breite kann man auch einstellen. Die muss aber immer ein Teiler von dem gesamten Umfang des Planeten oder des Mondes sein. Hier hat das nicht geklappt, ja. Hier ist es eine sehr merkwürdige, was zum Teufel. Wir fallen hier gerade durch die Oberfläche durch. Kann ich in die Oberfläche rein? Das ist auf jeden Fall ein Bug. Und ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Umbrel hat auf jeden Fall bisher Bugs. Das müssen wir uns in Zukunft nochmal genauer anschauen, weil das funktioniert auf jeden Fall nicht. Und dass wir hier zum Teil durch die Oberfläche durchrutschen, ist tatsächlich ein bisschen gruselig, weil das soll eigentlich ein fester Mond sein. Und dann fallen wir einfach durch die Oberfläche durch. Mal schauen, ob wir hier durch die Oberfläche durchfallen. Das scheint kein Problem zu sein. Dadurch, dass es so eine geringe Schwerkraft hat, können wir uns nicht so leicht bewegen. Und das hier funktioniert auf jeden Fall nicht. Also Umbrel hat auf jeden Fall noch Bugs. Die müssen auf jeden Fall noch gefixt werden, bevor die 1.6 rauskommt. Dann haben wir Titania. Hoffentlich ist Titania ein bisschen besser. Okay, Titania sieht ganz in Ordnung aus. Da scheint es keine Bugs zu geben. Auch hier gibt es Krater, die einen ziemlichen Abdruck hinterlassen. Wir sehen auch wieder Rillen. Das hier ist deutlich brauner als die vorherigen, sieht man ja auch hier. Gibt es Landmarken? Ja, es gibt Bona Chasma. Bona ist gut, also eine gute Lücke von mir aus. Dann schauen wir mal hier nochmal außen rum. Da scheint nichts mehr weiter zu sein. Okay. Die Oberfläche ist auch ziemlich rau, wie man halt für einen Mond sich vorstellt. Das sieht aber hier ziemlich gut aus. Da ist, glaube ich, Bona Chasma. Ja? Die Lücke in der Oberfläche wird durch diese Rillen, durch diese Canyons erzeugt. Das ist an sich ziemlich gut. Der Mond hier gefällt mir deutlich mehr als Umbrel. Und zu guter Letzt haben wir hier Oberon. Da sehen wir direkt Mumur Chasma. Und das war es auch so ziemlich. Okay, wenn wir uns hier Oberon anschauen, das sieht ziemlich cool aus. Auch wieder so ein Stahlgrau. Das scheint hier ein bisschen eine geringere Auflösung zu sein. Es ist so ein bisschen verwischt, so ein bisschen wie Wasserfarben. Da haben wir auch wieder eine Rille in der Oberfläche. Hier haben wir einige große und tiefe Krater, die auch ziemlich hell die Oberfläche dann ziemlich hell machen. Das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Wir schauen uns das mal von hier an. Damit haben wir auch den letzten Mond vom Uranus abgehakt. Okay, dann gehen wir weiter zum Neptun. Neptun hat 2 Monde und ist tatsächlich ziemlich dunkelblau. Ihr erinnert euch ja bei der letzten Update-Übersicht, da haben wir uns ja ein Bild angeguckt, wo wir die alte Farbe vom Neptun haben und die neue Farbe. Und Steph hat ja gesagt, wollt ihr die alte oder die neue Farbe haben? Die meisten haben gesagt, die neue Farbe, also hellblau. Scheinbar haben die das nicht implementiert. Oder vielleicht ist das noch eine alte Textur, die jetzt noch geändert wird für die neuere Farbe. Die Atmosphäre ist praktisch lila, okay. Und das sieht hier an sich auch ganz in Ordnung aus. Finde ich ziemlich cool. Wir können hier direkt einen Mond erkennen, einen von 2 zumindest. Ja, dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was wir hier für Monde haben. Proteus. Schauen wir uns als erstes an, das scheint doch der Mond gewesen zu sein, den wir gerade eben gesehen haben, so in etwa. Und da haben wir Proteus. Proteus ist ziemlich unförmig, praktisch wie ein Asteroid. Könnte ja auch sein, dass es ein Asteroid ist. Und wenn wir noch näher ranzoomen, da haben wir die Oberfläche. Die ist an sich tatsächlich ziemlich flach. Ja, also hier könnte man problemlos drauf landen, vorausgesetzt man schafft es zum Neptun hinaus. Die Steine sind hier auch deutlich größer, zumindest deutlich größer als auf der Venus. Die Textur gefällt mir, ja, ist halt so ein typischer Asteroid. Ich nehme an, man kann noch viele andere Asteroiden aus dieser Form herausholen. Und dann schauen wir uns als nächstes Triton an. Und das Wichtige an Triton ist, schaut mal genau hin. Wir können es gerade nicht, weil wir uns auf der Oberfläche bewegen. Jetzt aber, wir sind auf der Oberfläche gelandet. Triton bewegt sich im Gegensatz zu allen anderen Planeten und Monden im Sonnensystem in die falsche Richtung, entgegen des Uhrzeigersinns in diesem Fall. Ja? Und das bedeutet, hier drauf zu landen könnte ganz interessant werden, wenn man auch gleichzeitig auf Proteus landen will. Ich weiß nicht genau, wie man dann die Orbitbahn machen soll. Ist auf jeden Fall interessant. Triton ist wahrscheinlich ein eingefangener Mond in irgendeiner Form, der sich weit außerhalb des Einflussbereichs entwickelt hat. Ja? Und dann schauen wir uns Triton selber an. Wir sind hier gerade im lila Bereich gelandet, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche. Die Textur haben wir ja schon vorher gesehen und die ist ziemlich interessant. Egal wo man landet, kriegt man halt irgendeine andere Farbe mit. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Landmarken haben. Das ist hier ziemlich rosa, ist ziemlich cool. Gutei, okay, das weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Und wenn wir hier außen rum gehen, nichts weiter. Okay, also wir haben eine einzelne Landmarke hier irgendwie auf der linken Seite. Das meiste ist an sich weiß. Dann haben wir eine schmale hellblaue Umrandung und dann wird das immer mehr lila. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Textur. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und damit haben wir auch den Neptun abgehakt. Schade, dass wir nicht irgendwie Mimas mit dabei hatten. Natürlich den Todesstern Mond. Der wird vielleicht noch hinzugefügt, aber müssen wir mal schauen. Pluto und direkt daneben auch Charon. Wir schauen uns erstmal die Landmarken ab. Wir haben Sputnik Planitia. Sputnik war natürlich der erste Satellit, der jemals ins All geschickt wurde von Roskosmos. Sputnik Planitia ist hier bei dem kleinen, wunderbaren weißen Herz. In Wirklichkeit ist dieses Herz immer abgewandt von Charon und theoretisch gesehen können die beiden als Binärsystem
dargestellt werden. Das Massezentrum zwischen den beiden befindet sich irgendwie hier in der Realität. Das ist ganz anders zu allen anderen Planeten und Monden. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Erde nehmen, da ist der Massenmittelpunkt von Erde und Mond in etwa hier. Ja? Das heißt, dieser Massenmittelpunkt ist innerhalb der Erde. Dementsprechend bewegt sich der Mond um die Erde herum. In dem Fall bewegen sie sich um einen Massenmittelpunkt, der irgendwo zwischen ihnen sich befindet, das sogenannte Baryzentrum. Deshalb könnte man hierbei von dem Pluto-Charon-Zwergplanetensystem sprechen. Aber hier, wie es in SFS halt implementiert ist, da gibt es kein Baryzentrum. Wir haben einfach den Pluto und Charon hat halt einen ziemlich großen Einflussbereich und damit haben wir das auch im Grunde. Leider bisschen simpel gemacht, ja. Es wäre cool, wenn wir jetzt so ein Baryzentrum-System hätten, aber okay. Der Pluto hat eine sehr dünne Atmosphäre. Ihr seht, das ist so ein leichter bläulicher Schein. Das könnte an sich ziemlich nützlich sein, wenn man den Tag-Nacht-Zyklus auf der Erde machen möchte. Das hier scheint so ziemlich die Erde bei Nacht zu sein. Die Oberfläche ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das sollte hier relativ leicht drauf zu landen sein. Das größere Problem ist natürlich überhaupt erst zum Pluto zu kommen, weil der so weit weg ist. Und dann haben wir hier den allerletzten klitzekleinen, gigantisch großen Mond, und zwar Charon. Wir sind gerade an einer etwas rötlicheren, dunkleren Stelle gelandet. Die Oberfläche hat deutlich größere Krater und wir sind hier in Mordor Makula gelandet. Schauen wir uns das mal von der Karte an. Da haben wir Mordor Makula und wir haben Serenity Chasma und die Textur scheint hier so eine Mischung zu sein zwischen dem rötlich-braun und dem hellgrauen, was wir ja schon vorher gesehen haben. Dafür hatten wir ja schon ein Bild vor einiger Zeit. Hier ist ein Krater auf der linken Seite und eine Rille auf der rechten Seite. Das scheint ja hier direkt bei der Landmarke zu sein. Auch hier ist die Oberfläche ganz in Ordnung, gefällt mir auf jeden Fall. Und damit hätten wir im Grunde das gesamte Sonnensystem abgehakt und auch so ziemlich alle neuen Features, die existieren. Wir gucken uns hier nochmal die Karte insgesamt an. Ist natürlich ziemlich cool, wie das deutlich größer geworden ist. Vor der 1.6 war das ja einfach nur so groß. Ja? Jupiter war so weit nach draußen wie nur möglich. Aber das ist jetzt alles so viel größer geworden. Und das freut mich natürlich. Wir können jetzt viel mehr Sachen erkunden. Und natürlich in SFS Colony, beziehungsweise dem Nachfolger für SFS Colony, werde ich natürlich all diese Monde und Planeten besuchen wollen. Das würde auf jeden Fall eine Weile dauern. Und damit hätten wir im Grunde das Video. Ich mache mal noch mal eine kurze Zusammenfassung. Als erstes haben wir, der realistische Schwierigkeitsmodus wurde hinzugefügt auf Mobile. Der existiert ja schon für eine ganze Weile auf der Steam-Version. Jetzt gibt es das auch auf Mobile. Freut mich natürlich, ja. Werde ich aber nicht groß was damit machen. Die Mission da zu machen, wäre natürlich ziemlich schwierig. Ich bleibe einfach auf der normalen Schwierigkeitsstufe. Dann haben wir natürlich viele neue Planetentexturen für die inneren Planeten und natürlich viele neue Planeten, die wir hier außen sehen können. Natürlich, jeder von denen hat irgendwie einen Mond, bis auf Ceres. Ja, Ceres wurde auch kostenlos hinzugefügt, yay, super. Und dann haben wir auch noch Wasser, sowohl auf der Erde als auch auf dem Saturnmond Titan dazu bekommen, was natürlich super ist. Ich werde mir auf jeden Fall die ganzen neuen Komponenten anschauen. Einmal natürlich die Fronttexturen für Wolken, die Wasserfunktion und die Ringfunktion. Die werde ich natürlich alles auseinandernehmen, Tutorials dafür machen und dann schauen wir uns das mal genauer an. Aber das wäre es dann mit der Folge. Meine Stimme wird langsam müde, ja, fängt an zu kratzen. Ich habe auch schon eine ganze Weile hier gelabert. Das wäre es dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.